Herzlich willkommen zur Serie 40 Jahre Ilpro. Wir feiern nicht nur 4 Jahrzehnte, sondern Vision, Mut und Leidenschaft, die das Unternehmen geprägt hat. Und ich freue mich sehr, heute einen der Gründer hier zu begrüßen und mit ihm über die Geschichte und die Meilensteine und ein paar Anekdoten mich austauschen. Alois Bischof, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut mich auch sehr. Danke für die Möglichkeit. Es ist wirklich eine lange Zeit und die Firma hat grosse Schritte gemacht bis dahin. Schön. Sehr schön. Dann freue ich mich jetzt gerade zu hören, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, vor 45 Jahren, wo du mit 2 Partnern die Ilpro gegründet hast? Also vor 40 Jahren bin ich vom Ausland zurückgekommen, nach einem längeren Auslandaufenthalt. Und der ehemalige Arbeitgeber, Ernst Erni, der hat einen kleinen Firmenkonzern, hat gesagt, du musst unbedingt zu mir wieder arbeiten kommen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte lieber selbstständig werden, wenn ich jetzt da wieder zurück in der Schweiz bin. Der Kompromiss war dann, mit ihm zusammen eine Firma zu gründen. Wir haben dann noch den Max Schmid, einen Kollegen von mir, dazu genommen. Und aus dem ist das damalige Ingenieurbüro Erni Ilpro entstanden. Die Kombination vom Namen, was hat denn Ilpro bedeutet? Ilpro war für mich Elektronikprodukte. Und das ist sicher auch heute noch ein guter Ansatz. Wir haben dann die ersten paar Jahre mit der Erni-Gruppe zusammen auch gut auskommen, weil die haben uns Aufträge gegeben. Und ich habe von Anfang an gedacht, wir brauchen ein eigenes Produkt. Und wo wir dann uns von der Erni-Gruppe getrennt haben, ist aus dem Erni Ilpro das eigentliche Ilpro geworden. Wir haben ein neues Logo kreiert und sind immer noch, wir haben dann bereits die Grundidee vom Datenlager gehabt. Und das war dann der Hamster, der erste Datenlager, den Ilpro rausgebracht hat? Nein, der erste Datenlager war früher. Und zwar ist das eine ganz lustige Geschichte. Ein Professor für Zahnheilkunde am Unispital Bern, ich bin zufälligerweise an den angekommen und der sagt, er hätte ein Problem. Er sollte die Temperatur im Zahnfleisch von Patienten kontinuierlich aufzeichnen, aber der Patient müsse sich frei bewegen. Das war damals einer für etwas Unmögliches gewesen. Wir haben dann das Zweite, eine Hardware entwickelt und die hat nicht einmal eine Software drin damals, weil das ist ein Gerät war, batteriegetrieben mit Urbausteinen, wo die Patientin oder der Patient da im Brusttäschchen umtragen und mit einem Kabel hinter dem Ohr durch haben dann die Zahntechniker den Temperaturfühler im Zahnfleisch befestigt. Das hat funktioniert. Der Professor hat mir aber dann gesagt, aber das ist dann kein Gerät, das du jetzt hast, im grossen Stil in der Medizin oder respektive in den Spitälern verkaufen. Das ist nichts für eine kleine Firma. Ja, und aus dem ist dann die Idee entstanden, wo hat es noch Temperaturproblematiken, wo könnte man die kontinuierliche Temperaturaufzeichnung brauchen. Und den Hauptfokus haben wir dann auf die Lebensmittelindustrie gesetzt, weil die LKW vom Migros sind damals plötzlich gross mit Kühlkette angeschrieben gewesen. Und wir haben dann den Hamster-Datenlogger entwickelt und in der Lebensmittelindustrie erfolgreich verkaufen. Für uns als kleine Firma ist das grandios gewesen. Wir haben anfangs in der Schweiz bei den Lebensmittelfirmen und in Deutschland sehr früh schon die Geräte verkauft. Wie ist es denn dazu gekommen? Du redest jetzt von der Lebensmittelindustrie. Das war ein Startschuss, wie ich es verstand. Wie sind wir denn nachher zu der Pharma gewechselt? Weil jetzt ist ja Fokus Pharma. Ja. Die Lebensmittelindustrie hat natürlich begrenzte
Gelder zum sehr teuren Geräte kaufen und ich wollte nie billige Geräte machen. Ich wollte immer sehr gute, werthaltige, wertvolle Geräte entwickeln. Und so ist relativ naheliegend gewesen, einmal zu schauen, wie ist das in der Pharmaindustrie. Und das ist super spannend, weil ich bin mit so einem Koffer, Hamster mit 8 Geräten und einem Auswertegerät zu einem grossen Pharmaunternehmer in Basel gekommen. Also ich habe von der Lebensmittelindustrie den Namen von dieser Person bekommen, die für die Logistik zuständig ist. Und ich habe bei dem das Gerät vorgeführt und präsentiert. Und am Schluss von dem Gespräch sagt er, ja, das ist sehr spannend. Aber ich weiss nicht, ob ich das brauchen kann. Ich kaufe aber mal so einen Koffer. Das war damals eine teure Sache. Das Gerät war einzelner Preis gegen 1000 Franken. Und das Lustige ist, aus dem Satz, ich weiss nicht, ob ich es brauchen kann, der gleiche Kunde hat Jahre später Tausende von Temperaturlagen für uns gekauft. Wie ist es denn dazu gekommen, dass nachher das Vertrauen so da war? Also, du hast den Koffer gekauft, du hast gesagt, über Tausende nachher. Aber wo ist das Vertrauen entstanden? Wie erklärst du dir das, dass nachher doch der Erfolg so eingetreten ist? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir sind eine kleine Firma gewesen. Wir sind natürlich von 3, 4 Mitarbeiterinnen vor allem auch, vielleicht 20, 30 irgendwann einmal gewesen. Aber in der Pharmaindustrie ist man als kleine Firma nicht unbedingt der richtige Partner. Das Wichtigste bei uns war Qualitätsdenken und Fokussieren. Wir haben uns nicht gesagt, wir machen für euch irgendetwas, sondern wir haben gesagt, die Problematik Temperaturaufzeichnung, da sind wir gut. Und die ganze Firma hat mit Leidenschaft in diese Richtung gearbeitet. Aufgrund von Gesprächen, die natürlich untereinander haben, und ich mit Fragen habe ich auch vernommen, bei dieser Firma ist es zwar jetzt angekommen, aber dann gehe ich halt zum nächsten grossen Konzern und sage, hey, dein Kollege da hinten, der hat unsere Hamster für die Temperaturaufzeichnung. Das wäre doch auch etwas für dich. Und wir sind von Firma zu Firma gewandert und später auch in den USA als niemand zu grösseren Firmen gegangen und die haben gesagt, ja, aber meinst du, braucht es das überhaupt? Wir haben einfach einen Schritt technologisch vor den anderen gehabt. Das hat Erfolg in dem Markt bedeutet. Wir haben aber gewusst, wir könnten noch weitergehen. Und das war dann sicher der Startschuss, nehme ich an, dann für unsere grosse Idee, die der Elpro prägt hat mit dem Libero, oder? Jawohl. Die Libero-Idee, die ist entstanden, weil ich habe gelernt, die Kunden, die machen immer noch sehr viel von Hand. Auch wenn sie unsere Geräte haben, können sie Auswertung am PC, Kurven anschauen. Also ist die Idee entstanden, das Wissen von dem Qualitätsmanager müsste eigentlich ins Gerät rein. Auf der einen Seite. Und das Gerät müsste dann aus dem Wissen und über das Wissen von den Temperaturen einen Auswertebericht können erzeugen. Das ist schon mal eine riesige geniale Idee, wie man die umsetzen kann. Das ist dann mit dieser Software auch nicht so einfach gewesen. Und der zusätzliche Trick war dann, und das Gerät könnte eigentlich auch gerade den Auswertebericht als PDF im Kunden darstellen. Steckt das Ding in einen USB und du kommst gerade den fertigen Bericht über. Und das ist eine Erfindung gewesen, die hat es damals noch nirgends gegeben. Wir haben das auch patentieren, haben aber als Kleinfirma müssen einsehen, andere kopieren das genau gleich, oder? Und trotzdem, mit dem Startschuss vom Libero, sind wir sehr erfolgreich dann gewesen und haben dann auch wachsen, international auch natürlich, mit neuen Eröffnungen von Standorten, oder? Genau, wir sind also auf der einen Seite als Firma internationaler geworden und auf der anderen Seite haben wir uns wieder ein bisschen fokussiert. Die Spezialität ist vor allem für Pharmafirmen
spannend gewesen, wo in der Forschung war. Weil in der Forschung braucht man Flexibilität, Geschwindigkeit. Und so sind wir dann zu einer Firma geworden, die dann am Schluss als Elpro einen guten Namen hatte. Mhm. Durch den Erfolg der Liberos haben wir schön wachsen, natürlich auch räumlich müssen wachsen. Wir haben hier ein super schönes neues Gebäude, das du auch initiiert hast. Wie war denn der ganze Werdegang auch jetzt von der Infrastruktur her, die du mitgeprägt hast? Ja, am Anfang waren wir immer eine Baracke. Die haben wir sogar selber einmal grün angemalt. Die 7 Mitarbeiter oder 8, die wir dann waren, haben dann über die Datenlage von der Lebensmittelindustrie auch plötzlich genug Geld gehabt und haben das erste Gebäude mit einer anderen Firma zusammen können realisieren, haben da in schönen Räumen können die Entwicklung von dieser Firma weiterführen. Und wo wir gesehen haben, wir wachsen noch mehr, ist die Idee entstanden, das jetzige Gebäude zu realisieren. Mit dem Gebäude ist ja dann auch sehr vieles grösser geworden, mehr Mitarbeitende. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich dann auch zurückgezogen hast? Ja, ich habe gemerkt, ich kann das Kind jetzt laufen lassen. Ich habe gemerkt, ich habe andere Wege, die ich jetzt gehen muss. Und so war eine mögliche gute Lösung, in einen Management-Buyout zu gehen. Und von dort ist es später an die Bosch-Gruppe weitergegangen. Das ist jetzt ein guter Abschluss. Jetzt möchte ich noch gerne wissen zum Schluss von dir, was sind denn deine vielleicht 2 wichtigsten Erlebnisse oder Erinnerungen an die Zeit von Elpro, die du immer noch mitnimmst? Es gibt die technischen Ideen und die technische Sache, der PDF-Logger, der Libro. Das war etwas, wo man wie eine Erleuchtung hat und wo man dann merkt, es ist realisierbar und wo einem über lange Zeit fasziniert, bis das entsteht und bis das Produkt da ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich lustige Erinnerungen, zum Beispiel an eine Zeit, wie mich wieder auf den Anfang gegangen bei dem Professor für Zahnheilkunde da in Bern, überbringe ihm einen schönen Koffer mit diesen Geräten da drin und will den aufmachen und er ist abgeschlossen. Ich bringe den Koffer nicht auf. Und dann sagt er, kein Problem, wir haben hier Werkzeuge. Das ist ein Professor, dann ist da ein Zahntechniker gekommen mit dem Zahngerät und hat den Koffer mir aufgebrochen. Und dann war das Eis abgebrochen. Plötzlich hat das alles funktioniert. Solche Erlebnisse, die gibt es bei Kunden und die brechen das Eis in dem Sinn, dass man auf eine Kommunikationsebene kommt, wo man verkaufen kann. Und das sind wirklich schöne Abschlusswörter, würde ich sagen, zu verkaufen. Das sind 2 schöne Highlights, wo ich gerne mitnehme. Und ich bedanke mich sehr gerne für das Gespräch. Ich möchte mich auch bedanken, dass du da bist und dir alles Gute wünschen für die Zukunft. Danke, André, auch für die Möglichkeit, die ich hier habe, in dem Elpro-Gebäude, um ein bisschen zurückzudenken und zurückzuschauen. Ich wünsche wirklich der Firma und den Mitarbeitern viel Freude, das ist sehr wichtig, und natürlich Erfolg in Zukunft. Danke vielmals, Alois.